Hallo ihr Lieben, heute gibt es ein sommerliches Tortenrezept für euch für so eine wunderschöne Erdbeertorte. Für diese Torte habe ich keine künstliche Lebensmittelfarben verwendet. Diese wunderschöne rosa Farbe hat die Torte von Erdbeeren. Es duftet herrlich nach Erdbeeren und ich finde, die Torte ist perfekt zum Muttertag, zum Mitsommer und anderen Sommerfeiertagen. Lasst uns mit dem Rezept anfangen. Erst werden wir die Erdbeer-Tortenbollen zubereiten. Für die Tortenbollen brauchst du weiche Butter, Zucker, Vanillepaste, Eier, eine Bio-Zitrone, Kefir oder Buttermilch, Mehl, Backpulver, Backnatron und gefriergetrocknete Erdbeeren. Als erstes werde ich die gefriergetrocknete Erdbeeren zerkleinern. Ich verwende dafür eine Gewürzmühle, aber du kannst die Erdbeeren auch in einem Mixer zerkleinern. Ganz wichtig dabei ist, dass da keine großen Stücke bleiben. So, wenn du merkst, dass da große Stücke geblieben sind, dann einfach die entfernen oder nochmal mixen. Ich habe direkt die Erdbeeren für die Böden und auch für den Buttercreme zerkleinert. Dann ist es noch wichtig, die Schälchen zu bedecken. Ich habe meine Schüssel mit Frischhaltefolie bedeckt, sonst sammelt sich die gepuderte Erdbeermix Flüssigkeit und bleibt nicht mehr trocken, wie es sein soll. Und dann können wir schon den Teig zubereiten. Erst die weiche Butter, Zucker und Vanille in eine große Schüssel geben und mit dem Mixer 3 bis 5 Minuten schlagen, bis die Masse schön hell und cremig geworden ist. Danach die Eier dazugeben, die Eier eine nach dem anderen dazugeben und nach jedem Ei etwa 30 Sekunden auf höchster Stufe schlagen, bis das Ganze gut vermischt ist. Dann erst den nächsten Ei dazugeben. Nachdem du die Eier dazugegeben hast, sollte die Masse so schön fluffig und cremig sein. Dann den Abrieb einer Zitrone dazugeben und hier wichtig aufpassen, nur das Gelbe von den Abrieb dazugeben, weil das Weiße etwas bitter sein kann. Dann die Zitrone halbieren und die Hälfte von Zitrone entsaften und eine Esslöffel Zitronensaft ins Kefir oder Buttermilch dazugeben. Kurz vermischen, dann noch den Mehl mit Backpulver und Backnatron vermischen und etwa Hälfte vom Mehl ins Teig geben. Ganz wichtig, durch den Sieb dazugeben und danach auf niedriger Stufe etwa 10 Sekunden schlagen. Danach beim Schlagen etwa Hälfte von Kefir dazugeben und auch nur ganz kurz auf niedriger Stufe schlagen. Danach den Rest von Mehl dazugeben und nochmal auf niedriger Stufe nur ganz kurz schlagen. Dann noch den Rest von Kefir dazugeben und hier auch nur ganz kurz schlagen. Und zum Schluss werden wir noch die gefriergetrocknete Erdbeeren ins Teig geben. Hier wird auch auf niedrige Stufe nur so lange geschlagen, bis das fast vermischt ist. Danach noch mit dem Spatel ganz kurz weiterrühren, um sicherzustellen, dass da keine trockenen Stellen geblieben sind. Der fertige Teig sollte so schön cremig sein. Dann die Backförmchen einfetten und den Teig gleichmäßig in die Backförmchen verteilen. Danach werden die Tortenboden gebacken und die Backenleitungen findest du wie immer unten in der Videobeschreibung und auch in den Kommentaren. Bevor du die Böden aus dem Backofen nimmst, erst testen, dass die fertig gebacken sind. Du kannst so mit dem Finger testen. Ich teste auch gerne immer mit einem Zahnstocher und wenn der Zahnstocher sauber bleibt, sind die Böden fertig gebacken. Danach erst 10 Minuten im Backform abkühlen lassen, danach aus dem Backform holen und auf dem Abkühlgitter komplett abkühlen lassen. Du kannst die Böden auch einen Tag im Voraus backen und dann erst am nächsten Tag die Torte füllen und dekorieren. Als nächstes werden wir die Buttercreme zubereiten. Für die Buttercreme brauchst du Eier,
Zucker, weiche Butter, Vanille und gefriergetrocknete Erdbeeren. Erst die Eier trennen und das Eiweiß mit Zucker kurz vermischen. Danach den Schüssel aufs Wasserbad stellen, ein Thermometer dazugeben und auf 72 Grad erhitzen. Ganz wichtig beim Erhitzen die Masse ständig rühren. Dann, wenn du die 72 Grad erreicht hast, den Schüssel vom Wasserbad nehmen und was ich noch machen mag, ist die ganze Masse in ein anderes Schüssel geben. So wird die Masse schneller abkühlen und danach abkühlen lassen, bis der Schüssel nur ganz leicht warm anfühlt. Dann wird der Eiweiß- und Zuckermix geschlagen, bis es schön fluffig, weiß und glänzend wird. Nachdem die Masse so aussieht, ganz wichtig testen, dass der Schüssel jetzt kalt ist. Es sollte nicht mehr warm sein. Und erst dann können wir weitermachen und die Butter dazugeben. Bevor ich die Butter dazu gebe, gebe ich noch die Vanillepaste dazu und die Butter gebe ich nach und nach dazu in kleinen Mengen und nach jeder Zugabe werde ich kurz mit dem Mixer auf höchste Stufe schlagen. Ich mache die Buttercreme mit einem Handmixer, weil ich euch zeigen wollte, dass man es auch mit einem Handmixer machen kann. Aber du kannst die Buttercreme natürlich auch mit einem Standmixer machen. Dann musst du den Mixer nicht immer stoppen, wenn du etwas mehr Butter dazu gibst. Dann, wenn du den ganzen Butter dazugegeben hast, einfach weiterschlagen. Es kann sein, dass an einer Stelle die Buttercreme dann so aussieht. Keine Sorge, das heißt nicht, dass der Buttercreme kaputt ist. Das heißt auch nicht, dass du irgendetwas falsch gemacht hast. Einfach weiterschlagen, bis die Buttercreme schön cremig und fluffig wird. Am Ende sollte die Buttercreme schön weich sein und hell und fluffig, wie hier auf dem Video zu sehen ist. Dann etwas vom Buttercreme zur Seite legen und diese Buttercreme werden wir ganz dunkel einfärben. Ich habe die gefriergetrocknete Erdbeeren nach und nach dazugegeben, weil ich das erste Mal gemacht habe und ich war mir nicht sicher, wie viel ich dafür brauche. Du kannst aber die ganze Menge, wie im Rezept erwähnt ist, direkt dazugeben, das Ganze vermischen, um diese schöne dunkle rosa Farbe zu kriegen. Dann den Buttercreme erst zur Seite lassen und den Rest von Buttercreme auch mit den gefriergetrockneten Erdbeeren einfärben. Am Ende solltest du zwei verschiedene Farbtöne haben. So diese große Menge an Buttercreme sollte nur eine ganz helle rosa Farbe haben und die kleine Menge für Deko sollte eine etwas dunkle Farbe haben. Hier auf dem Video sieht man nicht wirklich den Unterschied, aber wie du auch den Endergebnis siehst, ist die Farbe deutlich dunkler. Und dann werden wir noch die Füllung vorbereiten. Für die Füllung brauchst du Frischkäse, Schlagsahne, Zucker, Vanille und Erdbeeren. Erst die Schlagsahne so lange schlagen, bis es dickflüssig wird. Danach Zucker und Vanille zum Frischkäse geben und mit dem Mixer schlagen, bis das Ganze gut vermischt ist. Dann Hälfte von Schlagsahne dazugeben und kurz weiterschlagen. Jetzt noch den Rest von Schlagsahne dazugeben und so lange schlagen, bis die Masse so schön cremig und fluffig wird. So sollte der fertige Creme dann aussehen. Es ist schön fluffig und luftig, aber nicht zu flüssig für die Füllung. Dann noch die Erdbeeren so klein hacken und wir können anfangen, die Torte zu füllen. Ich habe den Buttercreme in einen Spritzbeutel gegeben und immer wenn man einen Creme für die Torte verwendet, die nicht sehr fest ist, braucht man so einen Rand aus Buttercreme. Jetzt mache ich erst den Rand fertig. Ich mache das immer so, dass ich erst den Creme so mit dem Spritzbeutel auf den Rand gebe und dann mache ich das mit dem Spatel weiter, so dass ich den Buttercreme auf das Tortenboden befestige,
So kann der Creme dann nicht in diese Lücke und kann nicht rausfließen. Danach mag ich auch noch die äußere Seite so ganz kurz mit dem Spatel korrigieren. Jetzt etwa 1/3 Creme auf den Tortenboden geben und gleichmäßig verteilen. Hier ganz wichtig, dass der Creme nicht höher als der Buttercremerand wird. Danach noch ganz viel Erdbeeren auf dem Creme verteilen. Die Erdbeeren leicht in das Creme drücken, so dass die im Creme fest bleiben. Danach etwa eine Esslöffel Creme auf die Erdbeeren geben und nochmal den Creme gleichmäßig verteilen. Jetzt können wir den nächsten Tortenboden drauflegen. Hier ist es ganz wichtig, dass der Tortenboden schön gerade auf dem anderen Boden liegt. Dann müssen wir später beim Dekorieren nicht viel korrigieren. Und hier kannst du schon ein bisschen den Tortenboden mit Buttercreme befestigen. Und danach das Ganze nochmal weitermachen, bis du die Torte fertig gefüllt hast. Ich wollte noch ganz kurz zeigen, wenn es dir passiert, dass du den Rand so gemacht hast wie ich hier, dass es nicht ganz am Rand ist, keine Sorge. Man kann mit dem Spatel den Creme dann so etwas an den Rand drücken und dann hast du den Buttercreme-Rand da, wo es sein soll. Hier sieht es so aus, dass der Rand jetzt etwas zu weit ist, aber hier wieder keine Sorge, das kann man nochmal mit dem Spatel so korrigieren. Und danach, genauso wie ich vorher gezeigt habe, die Torte erst mit dem Creme füllen, dann die Erdbeeren, dann nochmal etwas Creme drauf geben und danach kommt die letzte Tortenboden drauf. Hier wollte ich das euch nochmal zeigen, weil es kann sein, dass es manchmal passiert, dass der Buttercremerand nicht hoch genug ist. Man kann den Tortenboden so ganz vorsichtig reindrücken, aber ganz wichtig, nicht zu fest drücken, so dass der Creme dann nicht rausfließt und so dass der Torte dann nicht uneben wird. Was wir dann noch machen können, wenn der Buttercreme nicht reicht und da trotzdem Lücken bleiben, dann können wir diese Lücken noch später befüllen und das mache ich auch hier. Ich befülle diese Stellen, wo nicht genug Buttercreme war und danach werde ich das nochmal mit dem Spatel ganz schön glatt machen. Danach werde ich die Torte mit einem dünnen Schicht Buttercreme bedecken. Hier ist es wichtig, nur die Böden etwas mit dem Buttercreme zu bedecken. Wir müssen die Böden jetzt nicht abdecken, so dass man die nicht sehen kann, nur so, dass die mit etwas Buttercreme bedeckt sind. Das nennt man Crumb Coat und man macht das so, dass die Tortenbodenkrümmeln an Buttercreme haften bleiben und wenn wir dann später weitermachen mit der nächsten Schicht, wird unser Buttercreme schön sauber bleiben und wir werden keine Tortenbodenkrümmeln in den Buttercreme bekommen. Ganz am Ende mag ich den Creme noch mit einem Schaber glatt machen und danach wird die Torte kalt gestellt. Ich stelle die Torte für etwa eine halbe Stunde bis eine Stunde kalt, bis der Buttercreme fest wird. Das können wir auch testen. Einfach so mit dem Finger den Buttercreme anfassen und wenn nichts an dem Finger bleibt und da keine Druckstellen auf den Creme bleiben, dann heißt es, dass der Buttercreme kalt genug ist. Und dann können wir auch weitermachen. Jetzt werde ich den Rest vom Buttercreme auf die Torte verteilen, so dass die ganzen Böden mit Buttercreme bedeckt sind. Hier kannst du den Creme ganz schnell auf die Torte verteilen. Es muss nicht schön aussehen an dieser Stelle, weil wir danach noch mit dem Schaber den Creme glätten werden. Hier glätte ich die Torte mit dem Schaber und jedes Mal, wenn auf dem Schaber Creme bleibt, entferne ich erst den Creme und mache erst danach weiter. Dann können wir hier direkt sehen, wo wir Lücken haben, wo wir dann mit Buttercreme noch nachfüllen müssen. Und hier auch wieder, du musst das nicht irgendwie schön machen und viel Zeit dafür nehmen. Einfach die Lücken befüllen und danach wieder mit dem Schaber weitermachen. Es kann sein, dass du diesen Schritt mehrmals machen musst, bevor die Torte schön glatt geworden ist. Dann, wenn du zufrieden bist und die Seiten schön glatt geworden
sind, können wir auch die Torte von oben noch gerade machen. Wenn man die Torte so stapelt, wie ich das heute in dem Video gezeigt habe und auch mit den Tortenböden, bleibt bei mir die Torte immer ziemlich gerade. Ich muss hier auch nicht viel korrigieren. Es kann sein, dass beim Füllen irgendwo man dann etwas weniger gefüllt hat oder die Tortenboden nicht ganz gerade gelegt hat und dann ist die Torte nicht ganz gerade von oben, dann kann man das einfach mit dem Rest vom Buttercreme korrigieren. So, hier korrigiere ich die Stellen mit dem Buttercreme, wo die Torte nicht ganz gerade ist, und dann glätte ich den Buttercreme, so dass der Torte von oben auch schön gerade und glatt wird. Ganz zum Schluss mache ich dann auch diese Kanten. Hier ganz wichtig, so mit dem Schaber arbeiten und immer noch jedes Mal den Creme von Schaber entfernen. Und so ist unsere Torte schön mit dem Buttercreme bedeckt. Es ist schön glatt und wir können jetzt mit den Deko weitermachen. Ich habe die dunkelrote Buttercreme in eine Spritzbeutel mit so einer Spritztülle gefüllt und jetzt werde ich die kleinen Röschen machen. Hier kannst du selber entscheiden, wie viele oder wie wenige Röschen du auf die Torte machen möchtest. Wenn du so ein Deko das erste Mal machst, dann kannst du erst auf einem Teller üben, bevor du dann die Torte mit den Röschen dekorierst. Nachdem ich die Röschen fertig hatte, habe ich noch mit ganz kleinen Basilikumblättern dekoriert. Ich fand diese ganz simple Deko wirklich schön und perfekt für den Sommer. Natürlich werde ich euch die Torte auch noch von innen zeigen. Die Torte hat auch innen so eine schöne natürliche rosa Farbe und ist voll mit den Erdbeeren gefüllt. Herrlich lecker! Ich hoffe, dir hat meine leckere Erdbeertorte gefallen. Ich wollte diesmal testen, ob man die Tortenböden und auch den Buttercreme mit gefriergetrockneten Erdbeeren färben kann, und ich war wirklich überrascht, wie schön die Farbe geworden ist. Es ist eher so eine natürliche rosa Farbe. Es ist nicht so knallig rosa, wie wenn man Lebensmittelfarbe verwendet. Ich finde, die Torte ist wirklich schön geworden. Ich mag diese natürliche rosa Farbe und vor allem duftet die Torte herrlich nach Erdbeeren, und ich denke, das ist, weil ich diese gefriergetrocknete Erdbeeren in den Buttercreme gegeben habe. Ich hoffe, dass dir meine Idee gefallen hat und dass du die auch mal testen werdest. Wenn dir mein Rezept gefallen hat, vergiss nicht, den Daumen nach oben zu geben, und wenn du neu auf meinem Kanal bist, kannst du jetzt abonnieren, um keine neuen leckeren Rezepte zu verpassen. Danke, dass du dabei warst. Tschüss und bis zum nächsten Mal.